Good morning, and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. Now look what the Apostle Paul says about the church. Schau, was der Apostel Paulus über die Gemeinde sagt. Remember, he's not talking about an institution that is meeting together in some building and calls itself church. Denk daran, dass er nicht von einer Institution spricht, die sich in einem Gebäude versammelt und sich Gemeinde nennt. Now that might be the church, but it might not be. Das mag vielleicht die Gemeinde sein oder auch nicht. Here's what he says. In Vers 17 heißt es: Now if someone desecrates, which means destroys God's inner sanctuary, God will then desecrate him. Wenn aber jemand Gottes inneres Heiligtum entweiht, das heißt zerstört, so wird Gott ihn entweihen. So basically, if anybody thinks that he can destroy the church, he's going to be in trouble with God himself. Wenn also jemand meint, er könne die Gemeinde zerstören, bekommt er Ärger mit Gott selbst. And then he says, for God's inner sanctuary is holy, and that is exactly who you are. Und dann heißt es, denn Gottes inneres Heiligtum ist heilig und genau das seid ihr auch. Now, guys, I don't think we fully understood what this here means. Leute, ich glaube, wir verstehen nicht ganz, was das bedeutet. If we work against the people that make up the church, we are literally working against God. Wenn wir gegen die Menschen arbeiten, die die Gemeinde ausmachen, arbeiten wir buchstäblich gegen Gott. Think what happened in Acts chapter 9. Denk daran, was in Apostelgeschichte Kapitel 9 passierte. What is Saul doing? Was machte Saulus? He's persecuting the church. Er verfolgte die Gemeinde. What does Jesus say to him? Was sagte Jesus zu ihm? Jesus did not say, Saul, Saul, why do you persecute the church? Jesus sagte nicht, Saul, Saul, warum verfolgst du die Gemeinde? He said, Saul, Saul, why do you persecute me? Er sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? You know, once we understand that the church is the sanctuary, the dwelling place of the Spirit of God, wenn wir erst einmal verstanden haben, dass die Gemeinde das Heiligtum, die Wohnung des Geistes Gottes ist, then first of all, we don't have to defend the church ever anymore. Dann verstehen wir auch, dass erstens wir die Gemeinde nie wieder zu verteidigen brauchen. It's not a man's church, it's God's church. Sie ist nicht die Gemeinde eines Menschen, sondern die Gemeinde Gottes. But the other thing is we have to treat the church with deep love, care and honor. Und zweitens, wir müssen die Gemeinde mit viel Liebe, Sorgfalt und Ehre behandeln. Remember, when I talk about the church, I'm not talking about a denomination. I'm not talking about the Baptist church or the Pentecostal church or the church in your town that you go to. Denke daran, wenn ich von der Gemeinde rede, spreche ich nicht von einer Konfession, nicht von einer Baptisten- oder Pfingstgemeinde oder von der Gemeinde in deiner Stadt, die du gehst. I'm talking about the people that are built together to make up the sanctuary of God. Ich rede von Menschen, die zusammengefügt sind, um das Heiligtum Gottes zu sein. They are a holy dwelling place of God. Sie sind eine heilige Wohnstätte Gottes. And we have to love and honor the church. That means we have to love and honor people. Und wir müssen die Gemeinde lieben und ehren. Das heißt, wir müssen die Menschen lieben und ehren. If you go against the people of God, you are going against God and God is going to defend himself. Wenn du dich gegen das Volk Gottes stellst, stellst du dich gegen Gott und Gott wird sich verteidigen. If you would understand that, first of all, we would worry much less who persecutes us. Wenn wir das verstehen, machen wir uns in erster Linie viel weniger Sorgen darüber, wer uns verfolgt. Because we would know we don't have to defend ourselves. That's the job of the one who we belong to. Weil wir wissen, dass wir uns nicht selbst verteidigen müssen. Das ist die Aufgabe dessen, zu dem wir gehören. I had a lengthy conversation with one of my spiritual children the other day. Ich hatte neulich ein langes Gespräch mit einem meiner geistlichen Kinder. And she's a lady, a female. Es ist eine Frau. And they are a couple, husband and wife, wonderful people. Also ein Ehepaar, Mann und Frau, wunderbare Menschen. Do you know, we came to the subject of what do you do when people lie about you? Wir kamen auf das Thema zu sprechen, was machst du, wenn Menschen über dich Lügen verbreiten? In their country, there is a person that is spreading terrible lies about them. In ihrem Land gibt es eine Person, die schreckliche Lügen über das Ehepaar verbreitet. And I said, you do nothing. Ich sagte, ihr macht nichts. You don't defend yourself. Ihr verteidigt euch nicht. What? I don't defend myself? Was? Wir sollen uns nicht verteidigen? No, of course not. Nein, natürlich nicht. Look, if I am part of the church and if somebody's trying to destroy the church,
why am I worried? Schau, wenn ich zur Gemeinde gehöre und jemand versucht, die Gemeinde zu zerstören, warum mache ich mir dann Sorgen? I'm only worried if I don't understand that it's God's sanctuary, God's church. Ich mache mir nur Sorgen, wenn ich nicht verstehe, dass es Gottes Heiligtum, Gottes Gemeinde ist. If I personally am God's and people are trying to talk bad about me, well, they're actually talking bad about God. So why do I have to worry about this? Wenn ich persönlich Gott gehöre und die Leute versuchen, schlecht über mich zu reden, dann reden sie eigentlich schlecht über Gott. Warum sollte ich mir darüber Sorgen machen? So we need to understand that you cannot separate God from the church. Those two are inseparable. Wir müssen verstehen, dass man Gott und die Gemeinde nicht voneinander trennen kann. Diese beiden sind untrennbar. So now we can come to peace, but we also understand the power of the church. Deshalb können wir Frieden haben und wir verstehen auch die Kraft der Gemeinde. You know, I wish that the church would understand who she is and rise up in her authority and in her power. Ich wünschte, die Gemeinde würde verstehen, wer sie ist und sich in ihrer Autorität und in ihrer Kraft erheben. Then we would see that the Spirit of God is constantly expressing himself through his people. Dann würden wir sehen, dass der Geist Gottes sich ständig durch sein Volk ausdrückt. I always find it a little kind of sad Ich finde es immer ein bisschen traurig, when leaders of churches have to defend the church. wenn Leiter von Gemeinden die Gemeinde verteidigen müssen. You know, like, you have to agree with us, you have to be with us, you have to do this and that with us, otherwise you're not loyal. In etwa so, du musst mit uns übereinstimmen, du musst bei uns bleiben, du musst dies und das tun, weil du sonst nicht loyal bist. You know, I believe these things happen because we don't really understand what the church is all about. Ich glaube, diese Dinge passieren, weil wir nicht wirklich verstehen, warum es in der Gemeinde geht. If I truly understand it's God's sanctuary, then I have to be loyal to the Spirit of God, not to anybody else. Wenn ich wirklich verstehe, dass sie Gottes Heiligtum ist, dann muss ich dem Geist Gottes gegenüber loyal sein, nicht gegenüber irgendeiner anderen Person. And if everybody in the church is loyal to the Spirit of God and to Jesus Christ, Und wenn alle in der Gemeinde dem Geist Gottes und Jesus Christus gegenüber loyal sind, and then other people attack this church and try to destroy it, why do we worry about that? und andere Menschen diese Gemeinde angreifen und versuchen, sie zu zerstören, warum machen wir uns dann Sorgen darüber? If you study church history, under persecution, the church was most powerful. Wenn du die Kirchengeschichte studierst, war die Gemeinde unter der Verfolgung am stärksten. It's his church. Es ist seine Gemeinde. I believe that he is raising up his true church. Ich glaube, dass er seine wahre Gemeinde baut. A beautiful dwelling place of his Spirit Eine wunderbare Wohnstätte seines Geistes, that will express himself wherever the church meets together. die ihn überall dort zum Ausdruck bringt, wo die Gemeinde zusammenkommt. And that's what we are part of. Genau davon sind wir ein Teil. Are you allowing him to build you like this? Erlaubst du ihm, dich auf diese Weise zu bauen? I will see you tomorrow. Wir sehen uns morgen wieder.